Ist so ein Dungeon Search Filter für Sinnverhalten? Dungeon Search Filter? Meinst du nicht einfach ein Dungeon Finder? Was soll ein Dungeon Search Filter sein? Ich glaube, du meinst einen Dungeon Finder, oder? Dungeon Finder? Ja. Keine Ahnung. Also... Das Problem bei einem Dungeon Finder ist halt, dass du ja nicht weißt, wer da dann mitkommt. Mal angenommen, du suchst wirklich random einen Dungeon und hast dann 7 Randoms und dich. Man könnte ja nach Klasse filtern. Ja, das meine ich gar nicht. Du suchst Damage Dealer, einer sucht Tank, 2 AMs, bla 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 bla. Aber du weißt ja nicht, wie gut die AMs sind. Du weißt nicht, kann der Tank den Dungeon überhaupt tanken? Hat er den schon mal getankt? Solche Probleme, meine ich. Also, willst du wirklich dein Leben in die Hände von Randoms legen? Ist die Frage. Dein Leben und den Erfolg des Runs. Und ehrlich gesagt gibt es in Flive wenige Dinge, die dich mehr tilten als ein verkackter Dungeon Run. Also mich zumindest. Weil wenn man einen Dungeon nicht schafft, das ist wirklich das schlimmste Gefühl, was man in Flive haben kann, finde ich. Wenn du bei 55 Minuten bist, ich meine, das ist mir schon lange nicht mehr passiert, aber es ist damals, als Wilds neu war zum Beispiel, ist es ein paar Mal passiert. Du bist bei 55 Minuten, du bist Full Power-Up und aus welchem Grund auch immer verkackst du den Run. Und dann sind einfach deine Power-Ups weg. Gut, das ist jetzt kein Problem mehr, aber damals noch klassisch bist du auch noch 5-mal gestorben, hast also auch noch XP verloren. Hast genau 0 Penya eingenommen und eine ganze Stunde deines Lebens ist weg. Für absolut gar nichts. Nicht nur das, du hast sogar noch XP verloren, also du bist sogar noch schlechter als davor. Du hast weniger XP, weniger Geld, weniger Power-Ups, bist stinksauer und es hat dir absolut gar nichts gebracht. Also, weiß ich jetzt nicht, wie begehrenswert es ist, es tatsächlich komplett mit Randoms, die du ja so gesehen gar nicht kennen kannst über einen Dungeon Finder, einen Dungeon zu laufen. Und wenn du sagst, naja, irgendwann kennt man alle oder man kennt ja dann die Leute oder pipapo, naja, wenn du sie eh schon kennst, dann brauchst du ja keinen Dungeon Finder. Also wenn du alle kennst, dann kannst du die Leute ja einfach anschreiben, dann brauchst du keinen Dungeon Finder, wenn du sie eh alle kennst. Dann erübrigt sich das ja. Also ein Dungeon Finder ergibt dann eigentlich nur dann Sinn, wenn du eben niemanden kennst für Dungeons und du deswegen einen Dungeon Finder brauchst, weil du niemanden kennst. Wenn du die Leute alle kennst, dann brauchst du keinen Dungeon Finder. XP verliert man immer noch, wenn man Dungeon nicht schafft. Actually true. Stimmt, man kriegt die XP ja nur gut geschrieben, wenn der Boss stirbt, ne? Ja, dann bleibt das, was ich gerade gesagt habe. Naja, wobei, also ich meine, ja, aber ich sag mal so, einen Dungeon in 59 Minuten zu schaffen, ist genauso wenig begehrenswert. Also mit genau dem gleichen, was ich gerade gesagt habe, und dann schaffst du ihn vielleicht noch in der letzten Minute, ist trotzdem ätzend. Also, niemand will für einen Dungeon Run 59 Minuten brauchen. Also Min-Maxen, und das ist nicht mal Min-Maxen, das ist einfach nur eine anstrebsame Zeit, 20 bis 30 Minuten. Also eigentlich peilen alle Leute, die aktiv Dungeons farmen, an immer circa 30 Minuten. Nicht länger. Lieber weniger, aber mit 30 sind die meisten Leute zufrieden. Also wenn du 59 brauchen würdest, klar kannst du sagen, naja gut, immerhin haben wir es geschafft, wir haben keine XP verloren und wir hatten zumindest die Chance, was zu droppen. Meistens droppt man ja nichts. Aber wirklich zufrieden bist du dann auch nicht. Ich meine, dann ist wahrscheinlich das Gefühl der Erleichterung, dass du es überhaupt noch geschafft hast, größer als das Gefühl der Enttäuschung. Aber, wie gesagt, das ist ja trotzdem nichts, was man will. Und je mehr du mit Randoms da reingehst und mit Leuten, die du nicht kennst und nicht weißt, ob du dich auf die verlassen kannst und so, desto höher ist ja die Gefahr, dass die tilten, nach dem ersten Tod rausgehen oder es einfach nicht packen, einfach das Equipment zu schlecht ist. Und wenn das Equipment zu schlecht ist, kannst du nichts machen. Also wenn der Tank nicht tanken kann, dann ist der Run over. Ein Tank, der in Dungeon nicht tanken kann, dann kannst du nicht weitermachen.
Zum Beispiel. Also... Ich weiß es nicht, aber ich finde, das ist doch etwas zu... Also grundsätzlich ist das schon eine gute Idee, denke ich. Aber es würde zu so vielen Problemen führen, dass ich mich frage, ob das wirklich eine gute Idee ist. Irgendwie nicht. Also die grundsätzliche Idee ist, die ist gut, aber egal welche Konstellation man sich da vorstellt, irgendwie führt es dann auch doch wieder zu Problemen.